Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute kochen wir ein leckeres Crème Brûlée nach. Crème Brûlée, wer kennt es nicht? Sahne mit Eigelb aus dem Backofen mit einer leckeren, ich sag mal, Zuckerkruste. Ein echter Klassiker. Es ist ja nicht so, dass die Franzosen das Crème Brûlée für sich deklarieren, sondern es gibt natürlich auch Konkurrenz, und zwar aus England und aus Spanien. Das ursprüngliche Crème Brûlée wurde 1691 das erste Mal erwähnt, und dort hat man damals tatsächlich diese karamellisierte Zuckerkruste oben mit einem heißen Eisen oben aufgebrannt, um den Zucker schön kross zu bekommen. Aber die Engländer sagen natürlich ihr Crème Brûlée, und ich glaube, das heißt Cambridge Cream, ist so ein ähnliches wie das Crème Brûlée. Der Unterschied ist nur, dass die Cambridge Cream, die hat weniger Milch, und dadurch wird die Masse einfach etwas fester. Es gibt natürlich auch noch die Spanier, die haben auch eine Art Crème Brûlée und heißt Crème Catalana. Die machen wir aber heute nicht nach, denn die ist noch etwas mit anderen Gewürzen, wie zum Beispiel Zimt. So, wie ist die Geschichte weitergegangen? Irgendwann in der Historie hat sich das Crème Brûlée so ein bisschen verloren und wurde dann in der Neuzeit wieder wiederentdeckt. Und seitdem ist das Crème Brûlée ein richtiger Klassiker. Und wir gehen jetzt in die Küche und kochen das Crème Brûlée nach. Kommt mit! So, dann kommen wir mal zu den Zutaten für das Crème Brûlée. Also, ihr braucht Schlagsahne, einen Becher, ungefähr 200 Milliliter Milch, eine kleine Prise Salz, nimmt da nicht zu viel. Dann sind da ungefähr 80 Gramm Zucker drin, je nachdem wie süß ihr sie mögt. 4 Eigelb und eine Vanilleschote. Und das war's auch schon. Dann werden wir jetzt mal die Crème Brûlée kochen. Los geht's! Also als erstes müssen wir die Vanilleschote mal so halbieren. Und dann müssen wir das Mark rauskratzen. So, und das kommt in den Topf mit der Sahne und der Milch. Und das werden wir jetzt aufkochen. Und dann muss das noch ungefähr 10 Minuten abkühlen, Pi mal Auge, und ziehen, damit der Geschmack aus der Vanilleschote wunderbar in die Milch-Sahne-Mischung übergeht. Und da kochen wir auch die Schote mit. So. Genau, und da kommt da jetzt die Milch hinzu. Und die Sahne hinzu. Und das werden wir jetzt aufkochen und dann 10 Minuten ziehen lassen. So, das kochen wir jetzt auf. So, wundert euch mal nicht, warum der Herd so aussieht. Ich bin nicht in der Lage, vernünftig mit einem Löffel den Topf umzurühren, oder dass die Hälfte daneben fliegt. Guck mal, hier oben ist schon die Vanille dran und hier oben ist auch überall Milch. Und die andere Hälfte der Milch, die lag dann mal schön so wie jetzt, blub, direkt daneben. Also den habe ich jetzt schon 3-mal geputzt. Ich lasse es jetzt und wische danach lieber anständig. So, das reicht auch schon. Die Sahne ist jetzt aufgekocht. Und das lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten ziehen, sodass der Vanillegeschmack perfekt in die Milch übergehen kann. So, dann müssen wir jetzt das Eigelb mit dem Zucker und dem bisschen Salz schön schlagen. Und dann heben wir ganz vorsichtig die Sahne mit runter. So. Also ich sag mal, bis sich der Zucker gelöst hat, Pi mal Auge, das wird sicherlich 1-2 Minuten dauern. Parallel machen wir schon mal das Wasser heiß, denn das muss gleich in den Backofen. Da müssen wir jetzt die Sahne vorsichtig hier unterrühren. Und zwar darf die nicht kochen, damit das Ei nicht stockt. Und das war relativ langsam jetzt, damit wir keine Klümpchen kriegen. Okay, das reicht. Also viel mehr werden wir das jetzt auch nicht schlagen. Und dann kommt das jetzt in die Schale. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mir so schöne kleine, die fand ich total süß hier, diese mit den Melonen drin, besorgt. Und da werden wir jetzt die Crème Brûlée vorsichtig einfüllen.
So. Jetzt wird hier gerade die Spülmaschine. Die muss ich mal kurz stoppen, aber wir sind jetzt gleich auch fertig. So, und jetzt, Moment, füllen wir die Schalen nur noch hier mit kochendem Wasser an. Und dann kommt die Creme Brûlée für, ja, ich würde sagen 50 Minuten ungefähr in den Backofen. So, das sollte vom Wasser reichen. Ihr seht, es ist unter dem Spiegel, alles gut bedeckt. Das ist in Ordnung. Das Wasser ist übrigens auch ganz wichtig. Wenn ihr das nicht macht, dann gibt das Klümpchen. Und so wird die langsam heiß. Und so bringen wir das jetzt in den Backofen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Creme Brûlée ist jetzt ausgekühlt. Das war die nach dem Kühlschrank. Wir werden jetzt ein bisschen Zucker drauf streuen. Ich weiß gar nicht, wie viel man da nehmen muss ungefähr. Aber ich sag mal so ein bisschen. Und das werden wir karamellisieren. Ich habe mir da extra so einen Bunsenbrenner besorgt. Ich wollte es eigentlich auch im Backofen probieren mit dem Grill, aber ich habe da ein bisschen Angst. Also manchmal geht das da extrem schnell und wenn wir das jetzt verbrennen, ich glaube, das wäre sehr ungünstig. Deshalb machen wir das so. So ein bisschen aus der Hand. Und dann schauen wir mal, ob wir das karamellisiert kriegt. Und falls ihr seht, hier ist mir auch ein kleiner Fauxpas passiert, aber alles halb so wild. Da ist mir beim Tragen die Schale reingerutscht und hat ein bisschen mein Creme Brûlée von der Optik zerstört. So, ich hole den Bunsenbrenner und dann probieren wir mal, ob das klappt. So, hier ist das gute Stück. Wir werden hier einfach mal am Rand versuchen, ob wir das vorsichtig karamellisiert bekommen. Wir sind mutig. Wir probieren mal, was passiert. Okay, geben wir ein bisschen mehr Power hier. Und so bei dem letzten machen wir mal ein kleines bisschen mehr Zucker drauf und gucken mal, was passiert. Muss ja ein bisschen mutig sein. Mal sehen, wie der sich verhält, wenn da ein bisschen mehr drauf ist. Kann ich euch vielleicht auch mal einen Tipp geben, wie es besser, am besten schmeckt. Und jetzt versuchen wir das hier nochmal. Also ein bisschen senkrecht ist besser, weil die Hitze dann schon mal den Zucker so ein bisschen vorschmilzt. Gut, ich würde sagen, das lassen wir so. Wenn das jetzt gleich erkaltet ist, werden wir es probieren. Okay. So, dann wollen wir mal das Creme Brûlée testen. Und der Zucker, ich weiß nicht, ob ihr es hört, der ist oben karamellisiert und hart. Und den werden wir jetzt mal probieren. Guck mal, wie der aussieht. Richtig geil. Boah, mega gut. Das ist richtig lecker geworden, Leute. Also, die Creme, super soft und weich. Und der Zucker ist so lecker. Oh, karamellisiert. Ist ganz toll geworden. Das Rezept ist eine klare Empfehlung. Kocht das nach, probiert das aus. Ich glaube, ist auch für Feste und als Nachtisch immer geeignet. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, ich esse das jetzt auf. Ich sage mal vielen Dank an meine Zuschauer. Ach so, ich habe festgestellt, 70% haben den Kanal noch nicht abonniert. Macht das, drückt mal unten auf das Knöpfchen. Würde mich freuen. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.